What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On June 22nd, 2016, the video Relaxing and Watering appeared, in which Rainer reveals that he is worried that his tomato plant is suffering. On June 23rd, Rainer had an unexpected visitor during the stream. Rainer? Ja? Warte, stopp, ich streame. Was gibt's? Im Einbruch nichts. Bist eingebrochen? Nein, ich habe jetzt aufgesperrt, weil ich kein Wasser brauche. Und da stehe und will ich mal schauen, ob irgendwo nur so ein wenig ein Zaun ist. Dass ich den Zaun erhöhen kann, dass der nicht mehr mit dem Kopf drüber. Ja, das war jetzt wegen unerwartet. Alles klar, Leute, dann komme ich später wieder. Later, Rainer danced again for likes. On June 25th, the video Giant Pimple was released. In it, Rainer explains that he suffers from water deposits in his legs. On Twitter, snippets of Rainer's not yet published book were leaked, which would become known in the completed version as The Answer to the Dreams. On June 26th, Rainer claimed that everything was fine with his legs by now and harshly rejected well-intentioned advice about his health. Diabetes ist kein Spaß, sondern geh zum Arzt. Du Wichser, ich habe überhaupt kein Diabetes. Was laberst du für eine Scheiße? Halt die Fresse. Wenn du keine Ahnung hast, Alter. After that, he complains about soccer and Germany. Leute, nervt mich nicht immer mit dem scheiß Fußball. Mich interessiert nicht 2, 1, 10 oder 5-0 haben. Ich persönlich hoffe, dass irgendwann mal ein riesiger Meteor auf jeden Fußballspieler dieser Welt trifft, damit wir endlich unsere Ruhe von diesem scheiß Sport haben. Das ist nicht mal ein Sport, meiner Meinung nach. Nein, ich bin kein stolzer Deutscher. Warum soll ich stolz auf einen Haufen Arschlöcher sein, die hier nur Scheiße bauen gerade? Oder die den ganzen Tag nur einen auf Nazi machen müssen. Ich bin definitiv kein stolzer Deutscher. On June 27th, Dragon Monday, episode 34, Fuck Gamer, was released. In it, Rainer introduces a few newly released albums and, as usual, has problems with the English titles. Glycer Grin mit dem Album Self-Inflection oder Inflection soll das, glaube ich, heißen. Das nächste Album ist von Vaters Warning mit dem Album Terrorist of Flight. In a vlog, he explained that he pulled an all-nighter once again to fix his sleep schedule. In the morning of June 28th, Rainer went to see a doctor because of lower back pain and his legs. The doctor prescribed Rainer water pills, or in other words, diuretics. However, Rainer was skeptical because he was afraid that the pills could damage his kidneys. As a result, he made the decision to exercise each day for an hour on a home trainer in order to lose weight. But already in the evening, he grilled a larger amount of meat again. On June 29th, the video proof of Rainer's workout, titled Dragon on a Bike Part 1 All Beginnings Are Difficult, was released. On this day, Rainer created a hashtag AskDragon during his workout. However, he proved to know relatively little about nutrition and sports. Nevertheless, over the next few days, several training videos should follow. On June 30th, the YouTuber Satie uploaded the video Drachenlord, the shockumentary, Crass Facts about Rainer Winkler, and created the first documentary about Rainer. Meanwhile, apparently Rainer's internet had been throttled again because he couldn't stream and upload videos at the same time. When Rainer streamed Vampire's Dawn on Hitbox on July 2nd, 2016, there were folders and files on his desktop, such as Rudolf Winkler Publisher.
Later, Rainer once again ranted about Boneclinks in the stream and challenged him to come to him. Ich bin der Schnorrer. Er schnurrt sich meine Zuschauer. Er nimmt Zuschauer, er hatet über mich, er labert über mich. Ich bin der Schnorrer, obwohl er alles schnurrt. Ist recht, du Spasti. Fick dich einfach. Fick dich und deine ganze Familie. Boneclinks, fuck you and all. Your mother, fuck your father, your dad, huh? Grandma, grandfather, and I fuck you, bitch. Ein Ami labert über einen Deutschen, Alter, der soll bloß die Fresse halten. Boneclinks, bring us to me. I will speak with you. To me, guy, asshole. You are afraid for me. This guy would not come to me. Ich weiß auch, dass ich mit dir locker auf Deutsch sprechen könnte. Aber du bist natürlich so feige, dass du mir natürlich einen Nachteil geben willst. Aber wenn du meinst, dass es so ein riesen Nachteil ist, beweg deinen fetten Arsch zu mir und komm. Asshole. Boneclinks is a little pussy. A really little pussy. Have micro pig, micro cock and micro... Was heißt Nüsse? Micro eggs. For some reason, Rainer assumed that Boneclinks could speak German. Finally, Boneclinks took Rainer as a guest on his stream. In broken English, Rainer tried to make it clear to Boneclinks that he should desist from reacting to Rainer's videos. Boneclinks was calm and explained that he liked Rainer's videos and did not want to harm him. Guy, I hear you not. I can't you not hear. Really big asshole. Oh, why am I such an asshole, dude? I love you. You love me. Yeah. And Ich liebe du. warum tust du sowas dann? Guy, shut up. You have not really my projects on YouTube stealing. Project? Wait, why? What's Guy, it's not funny. I have 10,000 haters on YouTube. It's I become every more haters. While you, my videos, projects on YouTube stealing. My background. Why are you doing? Warum tust du das? Warum machst du das? No, it's all in love. It's all in love, man. It's all in love. It's fair use. All in love. Trust me. Trust me. I want to give you advice about how to make your life better. I like that you're working out. That's very good. Rainer, however, became enraged by Boneclinks' relaxed manner and reacted aggressively. I living in Germany. I have not full guys mit can speak English. Altschauerberg? Emskirchen? Is that where you live? I had no Guy. idea. The Drachenlords? Guy, shut up. Come to me! Come to me! Emskirchen! Come to me! Halt your mouth. Guy, Your brain's busted, shut man. up. Your brain's You big fat asshole. You have not planned, you have not idea what I'm doing. The last 3 years, I fight the last 3 years to man with you. You have not planned, you have not idea what I'm doing. The last years. Ich werde dich zerstören, Kollege. Ich werde deine Videos löschen, was du geklaut hast. A Frosch! A Frosch! A Frosch! I forgot about that! Weißt du was, Kollege? Hör mal beim Bild Englisch, laber mal Deutsch. Ich weiß genau, dass du Deutsch verstehst und jetzt hör auf, mir schon Scheiße zu labern. Du bist ein riesiges Stück Scheiße, und mit Abfall noch oben drauf. Einfach mal die Fresse, verpiss dich und ich werde den zerstören. Tschüss, you big asshole.
Bye bye. Really asshole. Klar kann der Deutsch, Leute. Was meint ihr, wie der auf meine Videos überhaupt aufmerksam geworden? Es ist nicht so einfach für einen aus den USA. After Rainer angrily ended the conversation with Boneclinks, he continued streaming alone and tried to justify himself. He also revealed that he had lost friends and family because of his internet presence. Was bist denn für ein Weichei? Ich habe für meine Videos und für euch, für meine Zuschauer alles geopfert. Mein ganzes Leben, meine Freunde, meine Familie, alles. Ich habe alles für euch geopfert. Und ich bin ein Weichei. Halt bloß die Fresse. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich hatte alles. Und Freunde hatte ich sogar bis vor ein paar Monaten noch. Bis angefangen, oder bis vor einem halben Jahr, bis sie angefangen, eine Scheiße abzuziehen. Ich hätte längst aufhören können. Aber ich habe einen Standpunkt, den ich vertrete. Ich habe einen Standpunkt, den ich vertreten will. Ich werde mich niemals beugen. Niemanden. Ich habe wenigstens den Mut, meine Gefühle zu zeigen. Und wenn morgen der Todestag von meinem Vater ist, ist das halt auch nicht einfach. At the same time, Rainbow Sheep also streamed under the same hashtag as Rainer, with Boneclinks as a guest. Falls jemand beim Drache im Stream schreiben kann, könnt ihr ihm bitte schreiben, RBS fragt, ob er bitte in einen anderen Hashtag gehen kann, er stört. Also Drache stört. Das wäre sehr nett. Please tell him that he is disturbing our hashtag on you now. You can't my hashtag in your hashtag. What the hell, man? On July 4th, Dragon Monday, episode 35, Be Against Bullying, was released. In it, Rainer explains that he has had to go to the doctor again. However, this time he would have someone drive him, as he does not trust himself to walk there. Then, Rainer claims he would like to go to schools and give lectures about bullying. He told the haters to watch Boneclinks instead of him, but then claimed that he wanted to have Boneclinks' videos deleted. Rainer claimed that the move was going to take place after all, but with a delay, stating that this was not his fault. On July 6th, Rainer declared that the planned bicycle video would not be produced because he had no desire and no time. In the video, Guys, I Can't Answer Everyone, Rainer reveals he has already been sent lewd pictures by teenagers without being asked. Mir hat auch mal wirklich ich weiß gar nicht, was es soll, mir hat mal ein 14-Jähriger solche Bilder geschickt und ganz ehrlich, Alter, was soll das? Ich bin weder pädophil noch möchte ich das werden, also tut mir den Gefallen und hört auf, mir solche Bilder zu schicken. In the stream, he claimed that a normal job would not make sense for him because he is so famous that he earns much more with YouTube. Then he made a prediction about the haters and his career on YouTube. Es gibt so viele, die mir angeschrieben haben, ey, das Haten war so scheiße von mir, aber jetzt, ich bin zwar kein Fan, aber ich möchte auch einmal haten. Es gehen so viele aus der Hater-Community raus. Es sind so viele dabei. Weil ich nicht aufgebe. Es wird lang dauern. Es wird vielleicht noch ein ganzes Jahr oder noch 2 Jahre dauern, aber dieser Hate wird verschwinden. Einfach weil sie sich an mir die Zähne ausbeißen. When Rainer then accepted guests, it came to a conversation with Berndian. Berndian reported that Rainer's charges against him had been dropped by the public prosecutor. However, Rainer acted clueless and bragged about his fame. Du hast mich doch angezeigt, weil du dachtest, ich würde dich ausspionieren mit dem Laptop. Vielleicht erinnerst du dich. Warum will ich dich anzeigen? Ja, das frage ich mich auch. Warum machst du sowas? Ich hab dich überhaupt nicht angezeigt, Alter. Ich weiß nicht, was du schon wieder Ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja auch nicht so wichtig. Lass uns nicht streiten. Ich würde mich sehr gern mit dir einfach nett unterhalten. Was willst du von mir? Also, ich will mich gar nicht an dir hochziehen. Es gibt im Internet so ein Wort, Code Me, das trifft es ganz gut. Also, niemand will was mit dir zu tun haben, weil
Aber egal, tut mir leid. Du sagst, LeFloid und Gronk und sowas kennen dich alle. Also so Gronk, LeFloid und so kennen dich alle, hast du ja gerade gesagt. Aber warum machen die eigentlich keine Videos mit dir? Meinst du, die machen nichts mit mir? Ja, also bisher ist ja nichts gekommen. Dann hast du vermutlich sehr bald eine sehr große, dumme Antwort gegeben oder Aussage gemacht gerade. Also können wir damit rechnen, dass da was kommt? Vielleicht. After a discussion about whether Rainer's YouTuber existence was a real job, Berndian reported about his visit to the Schanze. Ich stand das letzte Mal vor deiner Tür, da hast du mir die Prügel angeboten. Da habe ich gesagt, komm doch runter. Das hast du nicht gemacht. Hast du lieber die Polizei gerufen. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Ich habe die Polizei gefragt, ob du denen nicht auch irgendwie auf den Keks gehst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie die gekichert haben. Nur, was du selber von dir hältst. Und wann hast du dir das letzte Mal selber ehrlich die Frage gestellt, ist das alles überhaupt das wert, was du dafür bekommst? Ist das bisschen Hartz-IV-Geld, das du dir deinen Barren auszahlen lässt, wirklich wert, dass du deine Gesundheit riskierst? Later, Rainbow Sheep tried to get into the stream for a moment, but was immediately banned by Rainer. On July 8th, Rainer had finally figured out how to increase the resistance on the exercise bike. As a result, his workout was much shorter. In the stream, Rainer once again let himself be provoked by the haters. Hakenkreuze zu machen, ja? Die zu posten. Sollte man vielleicht mal dich in die Gaskammer stecken, du Arschloch, ja? Anstatt hier irgendwelche Leute rumzuposten und zu sagen, hier, ja, ne, hier hast du gesehen und bla und überhaupt und sowieso. Hakenkreuze werden nicht gepostet, du Arschloch, Alter. Du hast keine Ahnung, was passiert ist. Und du warst nicht dabei. Vielleicht sollte man lieber dich in die Gaskammer stecken, wenn du sowas gerne postest, dann lachst du vielleicht nicht mehr drüber, du Arschloch. Wenn ich so hässlich wäre wie ihr, hätte ich mich schon lange aufgehängt. Lösch dich. Ich lösche mich an dem Tag, an dem ich deine Mutter gefickt hab. Ostern, Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fallen. Dazu die Hölle zugefriert. Ich jeden Hate an den Arsch gefickt hab und dann lösche ich mich. Gott segne dich, mein Sohn. Ja, nachdem ich ihn in den Arsch gefickt hab, segne ich ihn, Alter. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt. Super geil, du bist der geilste Mensch auf diesem Planeten. Nur, dass ich Gott bin und du ein Arschloch. Also halt die Fresse, fick dich und verpiss dich aus meinem Stream. Oder komm her und blubber mir einen, Alter. Habe ich wenigstens noch was davon. Pommes Piker. Junge, der Letzte, der das versucht hat, den habe ich mit meinen beiden Fingern, ja, beide Hände gebrochen. Und das nur mit einem Finger pro Hand. Also halt lieber die Fresse, anstatt die Fresse aufzureißen, ja. Überleg mal, warum dich niemand mag. Mir ist scheißegal, warum mich niemand mag. Das interessiert mich einen Furz. So, letztes Lied für euch arschgefickte Gummifotzen. Und wenn ich einen Mikropenis hab, deine Mutter hat sich trotzdem nicht beschwert, als ich sie gefickt hab, Alter. Als ich sie richtig durchgenudelt hab. Die hat sich nicht beschwert. Die hat sogar geschrien, oh, der ist sogar größer als der von meinem Sohn. Was ist der mal, Alter? Warum kommen hier immer wieder Leute mit Bots rein? Warum können hier immer wieder Leute rumposten und rumlabern und Scheiße labern? Warum kann man hier in einer Tour beleidigt werden, wie Sau? Und ganz ehrlich, Moderatoren, ganz ehrlich, Juno, fick dich ins Knie. Meine ich ernst. Und ich hab Bock mehr. Ich werde jetzt dazu noch ein Video auf YouTube dazu machen bei Zeiten. Und dann werde ich vermutlich auch echt ganz Juno nur noch ficken, Alter. Keinen Bock mehr drauf. Ich werde es so lange machen, bis ich hier endgültig rausfliege. Tschüss jetzt, ihr Arschlöcher. Fickt euch ins Knie, ihr Pisser. On July 9th, the video, I Beg for Your Help, was released. In it, Rainer complains about the lack of support from larger YouTubers. He then claims that if he had more money, he would make his property a paradise for YouTubers, including a whirlpool and a guest room. Then he asks his viewers to spam the comment sections of other YouTubers. Schreibt's in die Kommentare, schreibt es bei denen in die Kommentare. Ich fordere nicht zum Hate auf, sondern ich fordere in dem Sinne zum Spam auf. Ihr seid diejenigen, die die Macht haben. Ihr seid diejenigen auf YouTube, die dafür sorgen können, dass wir einfach Content produzieren. Oder dass wir, im Sinne von den YouTubern, dass wir den Content produzieren, den ihr sehen wollt. Gibt es irgendwas in die Richtung? Schreibt es in die Kommentare. Aber nicht nur bei mir, sondern auch bei denen. Sorgt dafür, dass die mich sehen. Sorgt dafür, dass sie Videos mit mir machen. On July 11th, Rainer explained in the Dragon Monday that he blames the haters for not being able to find sponsors for his videos.
On the 12th of July, Rainbow Sheep snuck into Rainer's stream again. Hallo? Wann geht endlich dein Zeller-Let's Play weiter? Wenn ich dir einen riesen Dildo in den Arsch geschoben habe, also vermutlich Brauchst du noch Unterstützung wegen deinem Laptop? Also ich könnte dir auch beim Formatieren helfen, falls du da Probleme hast oder technisches Wissen. Natürlich, weil ich bin auch darauf angewiesen, dass du mir hilfst, weil ich ja ohne deine Hilfe gar nichts zustande bekomme. Ich meine, ohne deine Hilfe hätte ich nie mit YouTube angefangen, ohne deine Hilfe hätte ich niemals im Leben irgendwas erreicht. Ach, warte mal, warst du nicht der Typ, der aufgegeben hat, nachdem fast jemand seine Adresse gepostet hätte und rausgefunden hat, wo er wohnt und alles? On July 13th, Rainer was on the Miners Lab TeamSpeak server, but quickly started arguing with other members and was banned as a result. Rainer was also streaming with guests on YouNow. Once again, he claimed to have a girlfriend. Later, he accepted Dorian as a guest in the stream. Die Oberbackpfeife. Mädel. Das steht dir überhaupt nicht zu, sowas zu sagen, Alter. Das ist ja wunderbar. Hey Rainer, wie du siehst, bin ich jetzt wieder auf freiem Fuß. Und ich wollte mich einfach mal ganz freundlich mit dir unterhalten, weil mein Bewährungshelfer gesagt hat, dass das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Ich würde dir empfehlen, dass du mich in Ruhe lässt. Ansonsten sorge ich dafür gerichtlich, dass du mich in Ruhe lässt. Du hast mich doch gerade in deinen Guest genommen. Rainer claimed that the Mittwoch was as bad as manslaughter or attempted murder for him. Cybermobbing ist die schlimmste Art, oder generell Mobbing ist die schlimmste Art, einen anderen Menschen fertig zu machen. Und ich habe davon 10 Jahre in der Schule glücklicherweise überstanden. Wäre ich jemand anderes gewesen, und das würde jeder Mensch bestätigen, der nur einen geringsten Funken an Anstand hat. Jeder andere Mensch hätte sich wahrscheinlich nach der Situation aus dem Fenster geschleudert. Von mir aus ist es aus deiner Sicht gerne Techno, wenn du unbedingt meinst. Aber sag das keinem Amon-Amarth-Fan, das sag ich dir gleich. Zumindest sagst du nicht. Sag du keinem Haut-Fan, dass die Haut kein Organ ist. Rainer then toyed with the idea of what would have happened if Erdbärchen had accepted his proposal. Zum Beispiel, was wäre zum Beispiel gewesen, wenn Erdbärchen damals mich nicht verarscht hätte, als und so weiter. Würden die auch zusammen wohnen, wer weiß, vielleicht wäre das mit YouTube auch noch ein krasserer Start gewesen, weil dann die ganzen Hater nicht so extrem abgegangen wären. Vielleicht viele mehr auf mich aufmerksam geworden, der Hate wäre zurückgegangen, dadurch hätte ich vielleicht mit Unge oder anderen YouTubern irgendwas zusammen machen können, sei es Let's Play oder sonst was. Later, a female hater jokingly proposed to him. Und ich wollte dich jetzt hier von den Leuten fragen, ob du mich heiraten willst. Nö, ich stehe nicht auf Blondine. Das ist schon hart von dir. Warte, ich habe hier was vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hört. Das ist mein brechendes Herz. On July 15th, the last cycling video for a long time was released. There is also a TeamSpeak leak from this day in which Rainer reveals to have gotten a PC sponsored. On July 16th, Rainer claimed to have a girlfriend again and created the hashtag #DragonJustMarried. On the 17th of July, Rainer unsuccessfully tried to register Drachenlord as a trademark. In the video, ApoRed having a blast and Bergi trolls, he complains again that he had been banned on Mr. Bergmann's TeamSpeak. Es kann doch nicht ernsthaft euer Ernst sein, dass ihr mich da rauskickt, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße, sag mal. Then, by chance, his girlfriend called him during the recording. Freundin? Babe, nicht jetzt. On this day, a profile had also appeared on a dating site which was linked to Rainer. On July 18th, Rainer declared that he would not get a sponsored PC after all and blamed the YouTube channel Rudolf Winkler Official. In the stream, Rainer complained that, in his opinion, the police are largely paid for doing nothing. He also revealed that a condition for the sponsored PC was that Rainer would not announce anything in advance. However, since he had talked about it on TeamSpeak, the deal ultimately flopped. Rainer's weight loss plans were doomed from the start, as no amount of endurance training can negate the effects of a poor diet.
Even at Rainer's ideal weight of 220 pounds, he would still count as overweight given his height. Still, he initially received positive feedback for the cycling videos and even had more likes than dislikes. Eventually, however, he quickly lost motivation and abandoned his efforts.